Hallo, ich bin Michael, das ist Excel eSports, die Ausgabe Nummer 2 und wir schauen uns den zweiten Trainingsfall der Qualifikationsrunde der Microsoft Excel World Championship 2023 an und das ist ein Fall von Slots. Wir spielen hier einen einarmigen Banditen, wird er ja auch genannt, wo wir 5 verschiedene Walzen haben. Diese Walzen haben 19 Sektoren jeweils und geben mir dann ein Symbol aus. Die drehen sich unterschiedlich weit. Das sieht man hier im Beispiel. Die erste Walze dreht sich um 79 Stellen und landet dann eben bei diesem Dollarzeichen. Das kann ich ganz einfach mit einer Restfunktion machen. Ich benutze die, um die Anzahl der Komplettdurchläufe zu eliminieren und mir nur den Rest anzeigen zu lassen. Das heißt, ich mache als Erste, was ich hier mache, dass ich mir die erste Walze anschaue. Ich nehme den Divisor 19 und bekomme jetzt 3 als Rest angezeigt. Diese 3 sind genau diese Schritte 1, 2, 3, die es hier nach unten geht, um mir dann als erstes diesen Dollar anzugeben. Das funktioniert wunderbar. Das kann ich also hier um die 5 Felder runter kopieren. So, dann lasse ich ein bisschen Abstand. Das kann nie schaden, wenn man ein bisschen Abstand hat. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Was ich jetzt hier machen kann, ist, dass ich mit der Funktion Bereich verschieben, nicht Bereich verschieben, mit Bereich verschieben, kann ich mir jetzt hier diesen Bezug, den setze ich mir jetzt gleich mal fest. Ich drücke F4, dann wird automatisch die Dollarzeichen gesetzt. Damit ich immer bei dieser Zelle bleibe, egal wohin ich die Formel rüber kopiere. Ich möchte die Zeilen nach unten gehen, und zwar die Anzahl 3. Die Spalten möchte ich nicht verändern. Ich möchte hier direkt von dieser Spalte nach unten gehen und deswegen kann ich das hier zumachen. Und man sieht gleich, da erscheint das Dollarkästchen. Jetzt kann ich das hier rüber kopieren, dann werde ich allerdings einen Schmarrn sehen, denn ich gehe zwar hier dieses eine Feld nach unten, dann aber von hier 18 Felder nach unten, das ist genau dieses Symbol hier und ich möchte ja auf die zweite Walze gehen. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal in die Formel rein und mache hier einfach eine 2 rein, um meine Bereich verschieben Funktion hier gleichzeitig noch um 2 Spalten zu verschieben und dann sollte jetzt auch hier das Dollarzeichen erscheinen. Das passiert, wunderbar. Und das gleiche muss ich jetzt hier natürlich wiederholen. Ich muss jeweils um 2 weitergehen. Das heißt, hier habe ich die 4, die 6 und die 8 als Spaltenindex und jetzt sehe ich auch gleich hier, dass das mit dem Beispiel übereinstimmt. Ich kann mal hier das Format übertragen. Das ist für die Formeln allerdings komplett egal, zumindest in dem Fall. Und dann sehe ich gleich, dass meine Berechnung schon mal stimmt. Jetzt haben wir allerdings noch einen kleinen Twist drin. Das ist bei den Rätseln öfter mal so, dass das nicht ganz so einfach ist, dass es so einfach zu ermitteln ist. Denn wir müssen jetzt hier für den Fall, dass wir 2 gleiche Symbole nebeneinander haben, das auf 0 setzen, beziehungsweise eigentlich auf 1. Das hat in den Kommentaren zu diesem Rätsel, hat das jemand geschrieben, dass es eigentlich ein wenig schwammig ausgedrückt war oder falsch ausgedrückt war, dass dann es nicht mit 0 Punkten multipliziert werden darf, sondern es muss natürlich mit 1 multipliziert werden, damit hier nicht eine 0 rauskommt. So, als erstes muss ich mir natürlich erstmal die Werte daraus bilden und das kann ich mit einem einfachen S-Verweis machen. Nachdem das jetzt kein so langes Video wird, mache ich hier mal einen ganz besonderen Fall, nämlich dass ich hier einen benannten Bereich einfüge. Das ist meine Übersetzungstabelle. Das mache ich jetzt einfach mal als Legend und dann kann ich das hier als S-Verweis auf Suchkriterium ist. Das hier, die Matrix ist jetzt hier die Legend, die sehe ich hier schon drin, da kann ich doppelt draufklicken, dann ist die hier gleich drin. Die Spalte ist natürlich die zweite, wo ich die Punkte angeben möchte und als wahr oder falsch muss ich immer bei der genauen Übereinstimmung das falsch eingeben, das ist der 0 und damit bekomme ich hier die Punkte angezeigt. So, dadurch, dass ich das jetzt als Legend benannt habe, laufe ich nicht Gefahr, dass mir der Bereich irgendwie rumgeschoben wird, sondern bin eben sicher, dass das immer auf den gleichen Bereich sich bezieht. Wie gesagt, muss ich jetzt den Sonderfall abdecken, dass hier diese Punkte eliminiert werden und das kann ich mit einer relativ einfachen Formel machen. Ich gehe jetzt mal hier rein in die Mitte bzw. in die zweite Stelle, um das zu ermitteln. Wie gesagt, ich lasse hier wieder ein bisschen Platz, damit ich hier nicht in Probleme komme, weil ich möchte die
die jeweiligen Werte nebeneinander vergleichen. Das mache ich erstmal nur auf eine Seite. Wenn das hier gleich dem Wert entspricht, dann soll es eine 1 sein, ansonsten soll er den ursprünglichen Wert beibehalten. Das funktioniert auch so schon. Ich kann das also hier rüber kopieren und sehe, dass da jetzt natürlich noch nicht viel Richtiges dabei rauskommt, weil ich eben die Formel nur auf diese eine Zelle hier optimiert habe. Ich brauche hier zusätzlich eine Oder-Funktion, weil ich natürlich in beide Richtungen schauen muss, und die baue ich hier einfach ein. Ich mache hier ein Oder, die erste Bedingung passt soweit, und als zweite Bedingung muss ich auch wieder diese Zelle mit der Zelle zur Rechten vergleichen. Ich mache die Klammer zu, jetzt werden beide Werte verglichen, und wenn es jeweils übereinstimmt, dann wird wenn es eine Übereinstimmung gibt, dann wird mir eine 1 angegeben, ansonsten der Wert der Zelle. Wir sehen also hier jetzt 1, 1, 60, 1, 1. Das passt, weil die beiden sich gegenseitig streichen und diese ebenfalls, und damit passt das soweit, und ich kann jetzt einfach als das ist gleich Produkt von diesem Bereich machen und erhalte meine 60 Punkte. Und das kann ich jetzt alles runterkopieren, kann das benutzen für alle Fälle und brauche hier nur schauen, warum ich hier eine Fehlermeldung habe. Das liegt daran, dass ich zu viele Punkte habe, und kann das dann hier drüben angeben, kann die Formel runterkopieren, wenn man nicht, dann sieht man auch gleich mal, was passiert, wenn man eine falsch eingibt, wenn man sich vertippt. Und hier sehe ich jetzt wieder, dass meine Häkchen grün werden und damit der Fall ebenfalls gelöst ist. Ja, gibt es noch irgendwas dazu zu sagen? Ich glaube, in dem Fall ist es relativ leicht. Der Fall war relativ leicht zu lösen. Wenn ihr einen Fall habt, den ihr gerne gelöst haben wollt, schreibt mich gerne an. Ansonsten werde ich noch die mir zur Verfügung stehenden Fälle weiter aufarbeiten und die versuchen, einigermaßen schnell, effizient, aber auch mit einer gewissen Erklärung dahinter, die sich natürlich nicht an komplette Excel-Neulinge richtet, sondern schon an welche, die ein wenig Erfahrung damit haben, die ein wenig fortgeschritten sind, die sich mit Formeln auskennen und ein wenig auch darüber bewusst sind, wie man Formeln miteinander verschachteln kann und so weiter. Das ist meine Zielgruppe. Und vielleicht weckt es ja in dem einen oder anderen auch eine gewisse Excel-Leidenschaft. Mir machen diese Use Cases inzwischen sehr viel Spaß, und es macht, ja, ich freue mich drauf, wenn ich an neue Fälle komme und die vielleicht in weiteren Videos abhandeln kann. Gut, ich verabschiede mich für heute und hoffe, das Video hat euch gefallen. Merkt euch meinen Kanal oder gebt ein Abo ab, ein Like für das Video, wie auch immer. Ich bin ein kleiner Kanal, ich werde nicht davon ausgehen, dass ich hier groß Geld damit machen kann, oder ich werde auch nicht davon ausgehen, dass ich eine große Leute hier ansprechen kann. Ich mache das eigentlich nur zum Spaß, aber ihr könnt natürlich mit einem Abo und einem Like mir ein wenig zu verstehen geben, dass ihr das, was ich hier mache, gerne seht und dass ihr davon gerne mehr sehen würdet. Ansonsten mache ich es eben nur für mich. Ist auch recht. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.